Polig bedeutet für mich bessere Lebensqualität. Die Firma Polig ist die Nummer 1 in Deutschland. Ohne die wäre ich wirklich nicht auf die Beine gekommen. Das ist einfach eine Familie. Polig steht für Innovation und Kompetenz. Wir arbeiten permanent an der Entwicklung neuester Technologien. Heute arbeiten mehr als 400 hochqualifizierte Mitarbeiter in der Zentrale in Traunstein und den Niederlassungen in Aschau, Nürnberg, München, Heidelberg, Köln und Wien. Deutschland und europaweit hat sich die Polig GmbH einen hervorragenden Ruf erworben, wenn es um Beweglichkeit und Mobilität geht. Der Mensch, Lebens- und Überlebenskünstler an nahezu jedem Ort auf dieser Erde. Über Jahrtausende hat er gelernt, sich die Umwelt seinen Bedürfnissen anzupassen. Krankheit und Behinderung wollten nicht so richtig in dieses Konzept passen. Als ich 4 Jahre alt war, bin ich an Krebs erkrankt und da war die einzigste Option, entweder den Unterschenkel zu amputieren oder dass ich kurz drauf daran versterben werde. Da haben sich meine Eltern dafür entschieden, den Unterschenkel zu amputieren. Ich sollte bei einem großen Fleischfirma, einen Fleischwolf, einen großen reparieren. Und dann war ich halt in der Maschine drinnen und dann kamen 2 Arbeitskollegen dazu und die haben dann die Maschine, obwohl sie mich gesehen haben, einfach eingeschaltet und ruckzuck waren halt dann beide Beine weg. Dank einer intensiven Forschungs- und Entwicklungstätigkeit wurden die meisten Spezialprodukte vom Unternehmen selbst entwickelt. Der direkte Nutzen für die Kunden hat dabei oberste Priorität. Nachdem die Ärzte gesagt haben, ich bleibe im Rollstuhl, ich kriege zwar Prothesen, aber ich bleibe im Rollstuhl, nur diese paar Meter kann ich laufen, hat sich also auch mein Vater überall sich erkundigt, ob nicht da doch ein besseres Prothesensystem gab. Und so sind wir dann also auf die Firma Polig in Traunstein gekommen und die hat dann damals einen Prototyp mitgebracht und abrupt mit dem anderen System konnte ich endlich einmal Hand in Hand auch mit meiner Frau mal wieder spazieren gehen und wesentlich weiterlaufen. Eine Prothese wird zunächst als Fremdkörper wahrgenommen. Um sich daran zu gewöhnen, spielen Bedien- und Tragekomfort wesentliche Rollen. Durch ein spezialisiertes Aufbauprogramm können die Patienten nach der Amputation wieder die volle Gehfähigkeit erlangen. Die Gestaltung der Prothese wird dabei stets auf die individuellen Gegebenheiten und Bedürfnisse ihrer Nutzer angepasst. Auf Komfort und Bequemlichkeit wird bei der Entwicklung neuester bionischer Prothesenschaftssysteme besonders geachtet. Wundreiben am Schaftrand gehört damit der Vergangenheit an. Eine Prothese, die mitdenkt? Mikroprozessorgesteuerte C-Leg und Genium-Kniesysteme passen sich automatisch ihren Trägern an. So wird selbst Treppensteigen zum Kinderspiel. Nach einer gewissen Zeit der Einübung, jetzt würde ich einmal sagen, mit dieser Mechanik braucht man überhaupt nicht mehr denken. Das macht das Kniegelenk automatisch. Ich setze die Bewegungen, das Kniegelenk bewegt sich automatisch dazu. Deutschlandweit einmalig ist Poligs Silikontechnologie. Fehlende Gliedmaßen werden so naturgetreu modelliert, dass sie sich kaum noch vom Original unterscheiden. Ich habe im Mai 2005 Rasen gemäht. Dann ist eine Staude im Rasenmänger hängen geblieben. Die habe ich ruckartig rausgezogen
Und dabei ist die Hand unter den Rasenmäher rein und ich habe mir dabei 3 Finger abgetrennt. Ein Abdruck der Finger der anderen Hand wurde gemacht, mehrere Silikonschichten übereinander verarbeitet, Fingernägel modelliert, selbst die natürliche Hautfarbe wurde angepasst. Auf den ersten Blick ist die Prothese kaum noch vom Original zu unterscheiden. Neben der Ästhetik spielt aber vor allem die Funktionalität eine wesentliche Rolle. Das Besondere bei uns in der Silikonabteilung ist, wir müssen Funktion und Ästhetik vereinen. Also wir müssen ganz gezielt auf die Alltagssituation der Patienten eingehen und müssen da herausfiltern, ist die Funktion wichtiger, braucht der beruflich irgendwo Hilfen und das Ganze dann noch kosmetisch zu verpacken. Nachdem die Mitarbeiter der Firma Polig so kompetent arbeiten, bedeutet das für mich wirklich ein Stück Lebensqualität, dass ich diese Prothesen haben durfte. Das sind Künstler, die das Ganze sehr gut auf die Reihe gebracht haben. Handwerkliches Geschick, aber auch Kreativität und viel Fingerspitzengefühl sind wichtige Voraussetzungen für die Mitarbeiter der Polig GmbH. Leicht, individuell und funktionell, so muss die perfekte Orthese sein. Fehlstellungen an den Beinen lassen sich am besten bereits im Kindesalter behandeln. Deshalb hat sich Polig vor allem auf die Kinderorthopädie spezialisiert. Durch die Zusammenarbeit mit dem Behandlungszentrum in Aschau ist eine optimale medizinische und rehabilitative Versorgung der kleinen Patienten möglich. Die unmittelbare Nähe der Polig-Außenstelle zum Klinikum, das vorwiegend Kinder behandelt, garantiert eine nahtlose Weiterbehandlung noch während ihres Krankenhausaufenthaltes. Selbstverständlich profitieren die kleinen Patienten auch hier von der großen Erfahrung des Polig-Teams. In enger Kooperation mit dem Ärzte- und Pflegeteam des Klinikums werden optimale Lösungen entwickelt. Sonderanfertigungen gehören zum Alltag, denn gerade bei Kindern und Jugendlichen kommt es darauf an, ein optimales therapeutisches Ergebnis zu erreichen. Die Eltern erwarten in dieser sensiblen Phase zu Recht eine exzellente kinderorthopädietechnische Versorgung, die alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten innovativ umsetzt und technisch perfekt ausnutzt. Kinderorthopädietechnik Polig bedeutet etwas mehr als das Übliche. Dabei setzen wir mit unseren Entwicklungen neue Maßstäbe zum Nutzen der Patienten. Oberstes Ziel ist stets, die Beweglichkeit und Mobilität zu erhöhen. Zudem sollen die speziell gefertigten Hilfsmittel für Kinder und Angehörige eine spürbare Erleichterung und Hilfe im Alltag sein. Also wir haben angefangen mit Boxspreitschiene, dann über die Streckschiene. Sie hat das jahrelang nachts getragen, die Schienen. Und jetzt brauchst du sie nur noch am Tag. Sie war nur auf Spitzfüßen, also das ist jetzt auch weg. Sie steht eben komplett auf die Füße jetzt. Und und irgendwann meinte die Ärztin, wir versuchen über die Strecke über Laufschienen. Und das ging dann ganz schnell und auch ganz gut. Der erste Schritt war unbeschreiblich. Ob TR-Ring-Orthese, Hüftdistraktionsorthese oder das Polig-Orthesensystem. Für jede Fehlstellung werden individuelle Lösungen entwickelt, die optimale Ergebnisse erzielen. Bei der Kopfhelmtherapie kommen modernste 3D-Techniken zum Einsatz. Nach dem schmerzfreien Scan des Kopfes wird der Helm am Computer modelliert. Hierbei machen wir uns das natürliche und schnelle Wachstum des Kinderkopfes zunutze und lenken ihn mittels der Kopforthese sanft in eine möglichst anatomische Form. In regelmäßigem Abstand folgen Kontrollen, bei denen der Helm angepasst wird. Lebensqualität, ein häufig verwendeter Begriff bei Polig. Schwerstbehinderte Menschen werden deshalb besonders intensiv und liebevoll betreut. Sitz- und Liegeschalen werden exakt der jeweiligen Körperform angepasst und gefertigt. Moderne CNC-Technologie sorgt für optimale Ergebnisse. Für jede Lebenssituation gibt es bei Polig das passende Mittel. Das Angebot reicht vom Pflegebett über Haltesysteme bis hin zur Einstiegshilfe für die Badewanne.
In den hellen Ausstellungsräumen können Kunden sich vom umfangreichen Sortiment an Hilfs- und Pflegemitteln überzeugen. Übrigens, Ökologie und Sparsamkeit sind praktizierte Begriffe bei Polig. 69% der technischen Hilfsmittel werden nach Gebrauch hochdruckgereinigt, desinfiziert, eingelagert und bei Bedarf wieder eingesetzt. Ein besonderer Service ist der Patiententransport. Unsere Fahrzeuge sind für alle Fälle gerüstet. Kann man sich in einem Sanitätshaus wohlfühlen? Bei Polig schon. Dafür sorgen freundliche, helle Verkaufsräume, ein reichhaltiges Sortiment und kompetente Mitarbeiter. Optimiert wird die Versorgung unserer Kunden durch computergestützte Messverfahren. Neben der Bestimmung von Längen und Umfangmaßen kann auch die Durchlaufgeschwindigkeit des venösen Blutes ermittelt werden. Hierdurch wird beispielsweise die Anpassung von Kompressionsstrümpfen optimiert. In Abstimmung mit dem behandelnden Arzt wird im Sanitätshaus auch die Narbenversorgung, beispielsweise nach Brandverletzungen, übernommen. Geschulte Mitarbeiterinnen beraten Frauen nach einer Brustoperation diskret, fachkundig und in angenehmer Atmosphäre. Fußschmerzen sind ein Volksleiden. Jeder Dritte über 30 klagt über Fußbeschwerden. Um schmerzende oder sogar wunde Stellen an der Fußsohle zu entlasten, benötigt man exakte Angaben. Wegweisend ist die Arbeit im Messlabor. Die Füße der Patienten können dort mit einem elektronischen Druckmesssystem untersucht und die Belastungszonen exakt ermittelt werden. Ein 3D-Scanner erarbeitet mit Lichtreflexen und Spiegelungen automatisch die Form der Füße. Die ermittelten Werte werden mit Hilfe computergesteuerter Maschinen umgerechnet und Fußstützen mit bisher unerreichter Präzision hergestellt. Jede Art von Schuhen kann auf diese Weise mit individuellen Einlagen ausgestattet werden. Fortbildung wird bei Polig großgeschrieben. Regelmäßig finden für Mitarbeiter, Ärzte und Therapeuten Seminare und Informationsveranstaltungen statt. Neue Wege gehen, Ideen entwickeln und umsetzen, mit Leidenschaft bei der Sache sein, das zeichnet das gesamte Polig-Team aus. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen sind Belege für die enorme Innovationskraft, die von Polig ausgeht. Und die Patienten haben von Anfang an das Gefühl, in guten Händen zu sein. Polig, die innovative Kompetenz.